Genderverbot an sächsischen Schulen, das ist natürlich auch ein Thema für Weltkolumnistin Christina Schröder. Ich grüße Sie, hallo. Hallo, grüße Sie. Ja, also sind denn Verbote wirklich das geeignete Mittel? Ich frage das auch deswegen, weil gerade die Union ja sonst gerne immer die Grünen die Verbotspartei nennen. Privat kann jeder machen, was er will, das ist ja völlig klar. Aber hier geht es ja um Schule. Und es ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Schule die Regeln der deutschen Rechtschreibung und der deutschen Grammatik anwenden. Auch alle anderen Fehler, die dort gemacht werden, werden ja als Fehler gewertet. Und ich finde es eher seltsam, dass das beim Thema Gendern bisher nicht der Fall war. Naja, aber so einfach scheint es ja nicht zu sein. Sonst gäbe es ja schon längst eine ja auch länderübergreifende Regelung. Also da scheint mehr dahinter zu stecken. Es ist natürlich ein Kulturkampf um dieses Thema, der da stattfindet. Und in den letzten Jahren waren die gesellschaftlichen Gruppen, die das Gendern vorangetrieben haben, sehr erfolgreich darin, zumindest mal in Unis, in Medien, in Schulen, diese Regelungen durchzusetzen. Aber die Mehrheit der Bevölkerung war immer ganz klar, 80% können mit dem Gendern nichts anfangen. Und das halte ich auch für absolut nachvollziehbar, denn alle Formen des Genderns, die es gibt, und damit meine ich auch die Doppelform wie Studentinnen und Studenten oder auch die Substantivierung des Präsenspartizips Studierende, alle diese Formen sind entweder nicht durchgehend praktikabel oder sie sind grammatikalischer Quatsch. Für viele gilt sogar beides. Und deswegen halte ich es nur für richtig, dass wir gerade dort, wo korrekte Rechtschreibung und Grammatik gelehrt wird, an den Schulen damit auch gar nicht erst anfangen. Naja, wobei, da gehen Sie jetzt darüber hinaus, über das Verbot in Sachsen, denn die oder die weibliche und die männliche Form, beides zusammen, das ist ja nicht gegen die Grammatik. Das ist nur einfach eine, ja, sagen wir mal, eine Erweiterung, ja. Und da wäre natürlich schon die Genau, Frage, das ob man fällt unter das, die ja, Variante. ja. Das fällt unter die Variante nicht durchgehend praktikabel. Klar, wer will, kann sagen, bei Nachfragen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin, wem das Freude macht, wer das in Klassenarbeiten schreiben will, nur zu. Aber dennoch, es ist ja ganz klar, dass das Genus Commune die grammatikalisch korrekte Form ist. Also wenn Sie sagen, die Mehrheit der Grundschullehrer ist weiblich, hat eigentlich niemand ein Störgefühl, weil ganz klar ist, dass in diesem Fall Grundschullehrer Männer und Frauen meint. Was wir aber machen mit dem zunehmenden Gendern, dass wir den Leuten einpflanzen, einreden, dass es hier ein Problem gäbe. Und gerade deswegen halte ich es für so wichtig, dass gerade an den Schulen, wo der korrekte Umgang mit Grammatik gelehrt wird, dass dort auch ganz klar ist, wer von Grundschullehrern spricht, das ist das Genus Commune, das meint Männer und Frauen, das ist die einfachste und die praktikabelste Form. Ich denke, das ist auch bekannt, zumal man ja dann eben auch von Verbrecherinnen und Verbrechern und Vergewaltigerinnen und Vergewaltigern sprechen müsste. Und das wird Von dann schon auch Terroristinnen absurd. wird eher selten gesprochen. Also es ist schon auch ganz offenkundig. Es lässt sich nicht sinnvoll dauerhaft durchhalten und fast immer Mhm. blitzt auf, dass da eben doch ein ideologischer Hintergrund dahinter steckt. Ich bin dafür, die gute alte deutsche Grammatik einfach weiter anzuwenden. Es hat schon einen Grund, dass sie sich entwickelt hat. Sie ist am praktikabelsten. Und darum geht es bei Sprache, dass man sie gut versteht und gut anwenden kann. Dann ist vielleicht auch in dem Zusammenhang alles gesagt. Christina Schröder zum Genderverbot in Sachsen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch.